Vorgestern Abend. Polizeirazzia in einer Kellerwohnung. Sie diente als Umschlagplatz für Rauschgift. Schlagartig wurde zugepackt. Drehen Sie mal die Tasche um. 1 Kilo Haschisch wird sichergestellt. Widerstandslos gehen die Festnahmen vor sich. Erschrecken Sie bitte nicht, meine Herren, wenn ein Messer auf dem Tisch steht. In früheren Jahren standen in Europa bei Rauschgiftmissbrauch die Opiate Morphium, Kokain und Heroin im Vordergrund. Heute bedroht das leichter zu beschaffende Haschisch die Volksgesundheit. Cannabis soll bald legal werden. Aber warum wurde Cannabis überhaupt verboten? Alkohol und Tabak zum Beispiel sind ja legal. Ich frage mich, wann und wieso wurde eigentlich entschieden, welche Drogen erlaubt sind und welche nicht? Und ging es dabei wirklich nur um unsere Gesundheit? Sieht nicht so aus, aber hinter dieser Drehtür in einem ehemaligen Schlachthof in der Nähe von Dresden befindet sich eine von 3 Cannabisplantagen, die aktuell legal in Deutschland anbauen dürfen. Hier ist alles abgeriegelt, die Hygienevorschriften sind hoch. So, als erstes gucken wir uns die Mutterpflanzen an. Das ist Adrian Fischer. Er ist Mediziner und hat vor 5 Jahren angefangen, Cannabis zu medizinischen Zwecken anzubauen. Habt ihr viele Auflagen hier? Ist das so alles hermetisch abgeriegelt gefühlt? Ja, wir haben sehr viele Auflagen, was das Betäubungsmittelrecht angeht. Also hier bitte auch noch einmal kurz Hände einmal desinfizieren. Das heißt, alles hier ist gesichert mit Kameras, Körperschallmeldern und vor allem aber auch 24 cm dicken Stahlbeton in alle Richtungen, der Boden, die Decken, alle Wände. Also hier haben wir unsere Mutterpflanzen, wie man sehen kann, die sind schon relativ groß. Und von denen nehmen wir immer neue Ableger, um dann daraus den Cannabisanbau zu machen. Er ist kostbar, der Stoff, und man behandelt ihn liebevoll dort, wo man ihn zum Genuss vorbereitet. Es gibt viele Arten, ihn zu genießen. Man kann ihn in den Kuchenteig mischen, einen Pudding mit ihm würzen, einen Tee mit ihm aufbrühen. Gebräuchlichste Art des Konsums das Rauchen. Und jenes zigarettenähnliche Gebilde heißt dann Joint. Auch die getrockneten und tabakähnlich zerkleinerten Blätter eignen sich zum Genuss. Doch das Gras, wie die Kiffer sagen, hat eine weniger konzentrierte Wirkung, nimmt mehr Platz weg. Das gibt unter anderem Transportprobleme. Deshalb ist es nicht sonderlich verbreitet hierzulande. Die Giftigkeit dieses Stoffes ist auch beim Genuss großer Mengen sehr gering. Mediziner beobachteten bei Tieren eine beruhigende Wirkung auf das zentrale Nervensystem, der manchmal eine kurze Erregungsphase vorausging. Wie viele habt ihr jetzt? Wie viele Pflanzen? Oder? Ja. Also insgesamt haben wir so ungefähr 2000 Pflanzen, die ganze Zeit wachsen. Das riecht gut. Ja. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Alle 9 Wochen wird geerntet. Bei einer Legalisierung könnte die Produktionsstätte hochfahren und bis zu 2000 Kilo Cannabis produzieren. Dann könnten diese Blüten auch einfach nur zum Spaß geraucht werden. Klar, als Geschäftsführer, ihr würdet auf jeden Fall profitieren davon, wenn Cannabis jetzt legal werden würde. Aber wie siehst du das als Mediziner? Was wir im Moment haben, ist ja ein völlig unkontrollierter Markt, der ja aber jedem klar ist, dass der da ist. Also ich wohne in Berlin und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht weiß, wie man da sehr schnell Cannabis kaufen kann. Das Problem dabei ist aber, dass die Qualität von dem Cannabis, das du kaufst, auf dem Schwarzmarkt vollkommen unreguliert ist. Also das sind oft auch synthetische Cannabinoide, gar nicht die, die aus der Pflanze kommen. Das ist oft mit Schimmel belastet. Du weißt nicht, ob es total stark wirkt oder gar nicht wirkt. Das heißt, der große Vorteil ist, dass es im Endeffekt viel, viel sicherer wird dadurch. Findest du es problematisch, dass Cannabis überhaupt verboten wurde? Ich würde so sagen, es ist nicht rational begründbar. Also das beruht nicht auf festgestellter Gefahr, die von dieser Substanz ausgeht, sondern das beruht auf politischen Willen, der damals bestand. Welcher politische Wille bestand, das will ich herausfinden. In Basel forscht Historiker Jakob Tanner dazu. Warum wurde Cannabis überhaupt verboten? Es ist ja eine der ältesten
Kultur- und Nutzpflanzen, die seit Jahrtausenden belegt sind. Hanf, die Ausgangspflanze, das wurde ja für unterschiedlichste Sachen verwendet, für Stoffe, für Öl, als Medikament. Und dann kommt das so erst im 20. Jahrhundert dann unter Beschuss. Es sei eine gefährliche Pflanze, weil diese eben Cannabis, die Werkstoffe, die würden die Menschen in einen Zustand versetzen, wo sie dann eigentlich für eine moderne Industriegesellschaft nicht mehr brauchbar wären. Die Arbeit war körperlich hart. Die Menschen mussten funktionieren. Kiffen, sich benebeln, das passte nicht. Aber das gesetzliche Verbot von Cannabis kann man nicht ohne das Opium verstehen, das aus der Nutzpflanze Schlafmohn gewonnen wurde. Vor allem in Asien war der Konsum auch noch weit im 20. Jahrhundert verbreitet und wurde in Opiumhöhlen zelebriert. Dazu finde ich sogar einen Film von 1960. Der Stammgast bei Madame Chum, die dieses Etablissement betreibt, wird Papa genannt. Papa ist 50, aber er sieht aus wie 80. Denn Papa raucht 15 Pfeifen Opium am Tag. Direktorin Anna Schmidt hat uns aus dem Sammlungsbestand alte Opiumpfeifen herausgesucht. Die gab es schon im 19. Jahrhundert. Wir haben hier eine Mini-Opiumhöhle, wir nennen ihn mal Buchhalter, der in seinem Heft aufschreibt, wer wie viel Dosen schon bekommen hat und weiß, wann es die nächste braucht. Deswegen hat er hier die Uhr. Wie hat man denn Opium überhaupt zu sich genommen? Also wie hat man das konsumiert? Wie funktioniert das? Gegessen, getrunken, geraucht. Das waren die Möglichkeiten. Das Mundstück, an dem ziehen sie. Und so eine Dosis heißt entweder ein wirklich kräftiger Zug oder 3, 4 weniger kräftige Züge. Und wieder saugt und trinkt er den weißen Rauch tief, ganz tief in sich hinein. Und allmählich beginnt alle Erdenschwere von ihm zu fallen. Und ganz leicht und leise gleitet er hinüber in das Reich der Nebel und schönen Träume. Wieso wollte man denn überhaupt Leute davon abbringen, Opium zu konsumieren? Ja, dieses Opium wurde ja durch die britische Ostindische Kompanie eben in Bengalen produziert, fermentiert, zu diesem Rauchopium Chandu umgewandelt und dann auf Schmuggelwegen in riesig großem Stil seit dem beginnenden 19. Jahrhundert nach China importiert. Und so breitete sich diese Konsumform sehr stark aus und die USA vor allem mit ihren Missionaren, die haben dann sind dagegen ins Feld gezogen. Die sagten, das führt zu einem Niedergang von China, das wollen wir nicht, das sind auch Leute, die schlecht verwendbar sind für produktive Arbeit. Das war natürlich eine Aussage, die war gegen die britische Kolonialpolitik gerichtet. Die USA wollen Großbritannien also als Kolonialmacht schwächen. Und Drogenpolitik ist ihr machtpolitisches Instrument. Außerdem werden in den USA die chinesischen Arbeiter, die man erst dringend brauchte, zunehmend als Konkurrenz für die weißen Einwanderer wahrgenommen. So schürt man Ressentiments gegen opiumrauchende Migranten. Und das hat dazu geführt, dass man in den Chinesen so etwas wie eine gelbe Gefahr sah. Da wurde also in Opiumhöhlen, die dann so imaginär ausstaffiert wurden mit schrecklichen Bildern, da eine beheimatete Kultur, so richtig, man kann sagen, kulturell auch niedergemacht. Wie verhielt sich denn Deutschland zu dieser Anti-Opium-Bewegung? Generell war das 19. Jahrhundert eines der Industrialisierung. Es kamen jetzt diese Firmen auf, die sich eben für die Wirkstoffe interessierten, für das Morphium. Dann wurde
1859, 60 wurde aus den Kokablättern das erste Mal Kokain rauskristallisiert. Dann kam 1898 durch die Firma Bayer das Heroin auf den Markt. Das wurde mit dem im selben Jahr auf den Markt gebrachten Aspirin zusammen vermarktet als Mittel gegen Husten. Und man hat eigentlich auf diese Industrialisierung der Opiate gesetzt. Und da war natürlich ein solches Verbot immer eine Gefahr. Dennoch wird Deutschland von den USA dazu gedrängt, an einer internationalen Opiumkonferenz teilzunehmen, zusammen mit Großbritannien. Aufgrund des verlorenen Ersten Weltkrieges muss Deutschland ein Abkommen unterzeichnen. Und so werden trotz boomender Pharmaindustrie neben Opium auch Heroin, Kokain und Cannabis verboten. 1929 wird das Gesetz verabschiedet. Vier Jahre später sind die Nazis an der Macht. Die Drogen verschwinden aber dennoch nicht. Wie berauscht waren die Nazis wohl? Das will ich von Militärhistoriker und Oberstleutnant Heiner Bröckermann wissen. Welche Rolle spielten denn Drogen im Nationalsozialismus? Ja, nach der Ideologie eigentlich keine, weil im Nationalsozialismus die Deutschen bestanden ja aus der arischen Rasse. Und ein Arier war nach dem Verständnis des Nationalsozialisten war das ja das Höchste. Wozu brauchte der noch Drogen? So, und dann war aber in den 30er Jahren auf einmal dieses Medikament, dieses Wegmittel, Pervitin, verfügbar. Und das ist heute das Crystal Meth. Crystal Meth, damals schon, nur unter dem Namen Pervitin. Und wie wurde das Mittel eingesetzt? Also das war dann ganz gängiges Arzneimittel? Es war billiger als Kaffee, also viel billiger als Kaffee. Da konnte man eine Tablette erzeugen, da war man direkt wach. Und das hat man in den Handel gegeben und es hat sich rumgesprochen, dass das wirkt und schnell wirkt. Innerhalb von 15 Minuten oder einer halben Stunde war man einfach 2 bis 8 Stunden wach. Und dieses Mittel war frei verkäuflich und auch das war bei Studenten beliebt, bei Hausfrauen, bei allen Menschen, die sehr viel belastet waren, aber in diesem Dritten Reich auch gefordert waren, noch mehr zu leisten. Also es ist im Grunde ein Mittel für die Leistungsgesellschaft, kann man sagen. Und wie setzte die Wehrmacht das Mittel dann ein? Als der Feldzug gegen Frankreich geplant wird, für diesen Feldzug ab April gibt es einen extra Erlass, wie man dann in diesem Feldzug Pervitin einsetzen soll. Und es werden für den Westfeldzug, also den Krieg gegen Holland, Belgien, Frankreich, werden 35 Millionen Tabletten Pervitin produziert. Und zum Beispiel eine Wehrmachtsdivision, eine Panzerdivision, die kriegt 20.000 Tabletten. Die wollen dann durch die Ardennen nach Frankreich marschieren, der berühmte Sichelschnittplan. Er funktioniert nur so, weil man die Leute unter die Droge setzt, die eben 24 Stunden können die durchfahren. Sie müssen nicht schlafen. Und dann kommt noch ein Nebeneffekt. Die sind auch in Anführungszeichen mutiger. Sie haben weniger Angst. Vielleicht sind sie auch ein bisschen leichtsinniger. Das heißt, ohne Crystal Meth kein Blitzkrieg? Ja, kann man sagen. Methamphetamine haben auf jeden Fall diesen Krieg schneller gemacht, vielleicht auch den Weg zum Sieg verkürzt. Im Dritten Reich ist Crystal Meth also eine Waffe. Dennoch konnte man die Droge bis zum Verbot 1988 auf Rezept in der Apotheke kaufen. Für das Militär wird sie aber nie wirklich verboten. Bis heute ist im Betäubungsmittelgesetz der Paragraph, der sozusagen theoretisch es möglich macht, dass für die Streitkräfte Ausnahmen gemacht werden. Bei diesen, da gibt es den Paragraphen, der das beinhaltet dort. Nach dem Zweiten Weltkrieg steigen Konsum und Handel von schmerzstillenden Opiaten wie Heroin. Der illegale Drogenschmuggel floriert. Die Formen des Rauschgifthandels werden von Jahr zu Jahr variiert und verfeinert. Beispiele, die heute zur Veröffentlichung freigegeben werden, sind bereits von neuen Methoden abgelöst, denen die Kriminalpolizei noch auf der Spur ist. Drogenkonsum bleibt aber etwas, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Das ändert sich mit der Hippie-Bewegung. Marihuana. Marihuana gehört zum Hippie-Kult,
wie das Amen in der Kirche. Und der Hippie-Kult ergreift mit einer bemerkenswerten Explosivkraft die Söhne und Töchter des Mittelstandes. Wie reagierten die Wirtschaftswundereltern auf ihre kiffenden Söhne und Töchter? Das will ich mit Historiker Timo Bohnengel besprechen. 1968, 69 Summer of Love, Woodstock und sowas. Die Gegenkultur war immer auch ein Stück weit eine Drogenkultur, kann man schon so sagen, haben die auch selber so gesagt. Da ging es viel um Experimentieren, Dinge anders machen. Von den USA schwappt die Hippie-Welle nach Deutschland. Der Drang der Jugend, ihre Lebensformen und den Sinn ihrer Existenz selber zu bestimmen, war noch nie so stark wie heute. Ebenso groß ist aber auch die Angst der Erwachsenen, dass der Weg dieser Jugend in eine chaotische Zukunft führt. Mit Rauschgift, sinkender Moral und Kriminalität. Mit der Gegenkultur ging ja noch ganz andere Sachen einher als nur Drogenkonsum, in Anführungszeichen. Da ging es ja um die Infragestellung von vermeintlich althergebrachten Traditionen, Normen, Werten, Strukturen. Und dass das nicht ohne eine Reaktion bleibt, ist eigentlich klar. You want to join me here? Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? Come on, Dr. Jaffe. Amerikas Staatsfeind Nummer 1 ist der Drogenmissbrauch. Um diesen Feind zu bekämpfen und zu besiegen, ist es notwendig, eine neue, umfassende Offensive zu starten. Ich habe den Kongress gebeten, die gesetzlichen Befugnisse und die Mittel dafür bereitzustellen. Ähnlich reagiert man auch in Deutschland mit dem Betäubungsmittelgesetz. Dieses Gesetz, das in erster Linie eine Strafverschärfung im Kampf gegen den illegalen Rauschgifthandel bedeutet, ist sicher dringend nötig, um die Chance zu verstärken, den gewissenlosen Verbrechern das Handwerk zu legen. Tatsächlich würde ich behaupten, es ist in dem Fall immer damit verbunden, wer angeblich welche Substanzen konsumiert. Also wir hatten das Beispiel in den USA, ja, irgendwie Jazz-Gegenkultur, Afroamerikanerinnen, die Heroin nehmen oder Cannabis. In Deutschland dann irgendwelche Hippies ja aus der Gegenkultur, die Cannabis konsumieren. Die jüngere Generation, die sich sowieso schon auflehnt und die ja auch mit politischen Repressionen jenseits der Drogenpolitik zu kämpfen hat. Gut, also es geht in der Drogenpolitik, es ist nicht so, dass es dann nicht um Drogen geht, das halte ich auch für falsch. Also die ist nicht immer nur ein Vorwand, um andere zu unterdrücken. Aber es spielen natürlich auch so gesellschaftliche, ja, größere Faktoren immer eine Rolle, die damit reinspielen. Es geht eben halt auch nie nur um Drogen oder um Gesundheit. In den 1980er Jahren spitzt sich der War on Drugs zu, als die Crack- und Kokainwelle die USA erreicht. Ronald Reagan und seine Frau Nancy machen den Kampf gegen Drogenkonsumenten zu ihrer Lebensaufgabe. Ich glaube, wir haben einen Zeitpunkt erreicht, so der Präsident, wo das amerikanische Volk klar sagt, Drogenmissbrauch darf nicht mehr geduldet werden. Wir müssen dieses zerstörerische und ätzende Übel loswerden. Just say no today. Just say no. Sag einfach Nein. Unter dieser Losung führt Nancy Reagan bereits seit 5 Jahren ihre Kampagne gegen Drogenmissbrauch bei Jugendlichen und Schülern. Rund 10.000 Just Say No Clubs gibt es inzwischen in den USA. Reagan geht militärisch gegen Drogenkartelle vor und lässt massive Strafen für den Verkauf, den Besitz und den Konsum verhängen. Die Zahl der Gefängnisinsassen explodiert. Übermäßig viele Afroamerikaner werden inhaftiert. Reagans Drogenkrieg ist vor allem ein Kampf gegen Schwarze. Ich glaube aber, dass der Einfluss des War on Drugs auf die deutsche Drogenpolitik eher so eine Art Nachahmereffekt dahingehend hat, wie man politisch mit dem Problem umgeht. Also dieses unbedingte auf Abschreckung und Kriminalisierung beharren, das ist sich schon teilweise sehr ähnlich mit dem, was in den USA passiert. Fast 100 Tote schon in diesem Jahr, allein in Frankfurt. Drogenabhängige sind Ausgestoßene aus unserer Gesellschaft. Aufgrund ihrer Sucht werden sie mit allen Mitteln des Strafgesetzbuches verfolgt. Noch immer nicht hat sich rumgesprochen, dass die Abhängigkeit von Drogen eine Krankheit ist, zu deren Heilung und Linderung neue Wege beschritten werden müssen.
Etwa 80.000 Personen sind von harten Drogen abhängig. Die Bundesregierung stellt den ehrgeizigen nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan vor. Nach dem rapide gestiegenen Rauschgifthandel mit einem jährlichen Umsatz von 800 Milliarden Mark wird das Thema Drogen zur Chefsache. Die Gefahr, die hier lauert und die sich entwickelt, hat eine solche Dimension angenommen, dass sie in die erste Prioritätengruppe der deutschen Politik gehört. Die Drogenpolitik der Bundesregierung konzentriert sich auf Strafverfolgung. Schon damals gibt es aber auch Kritik gegen diese restriktive Drogenpolitik. Wir wollen eine Entkriminalisierung. Wir wollen vor allen Dingen das Opportunitätsprinzip. Das heißt, dass die Polizei und die Staatsanwalt den Besitz und Erwerb von Drogen, wenn es um eine Tagesration geht, nicht mehr verfolgen müssen. Würdest du denn sagen, dass wir uns heute immer noch im War on Drugs befinden? Naja, solange Menschen eben genau dafür verhaftet werden, ja, nicht mal jetzt, weil sie es im großen Stil verkaufen oder produzieren, sondern auch für geringste Mengen, die sie bei sich haben, um die selber zu konsumieren, solange ist es ja faktisch ein Krieg gegen diese Menschen. Ein Land, das es ganz anders macht, ist Portugal. Hier gelten ziemlich liberale Drogengesetze. Seit 2001 ist der Besitz und Konsum entkriminalisiert. Ich will wissen, was hat sich dadurch verändert? Andrea Alves koordiniert ein Streetworker-Programm bei einer NGO in Lissabon. Sie kümmert sich mit verschiedenen Projekten um die Ausgestoßenen der Gesellschaft, die Drogensüchtigen auf der Straße. Der nächste Ort ist ein Platz, wo wir fast jeden Tag sind. Was ist das? Das ist, um die Spritzen zu entsorgen. Wenn ich eine benutzte Spritze finde, kann ich sie hiermit aufpicken und entsorgen. In der Nähe ist ein Camp, in dem mehrere Drogensüchtige leben. Andrea kennt sie. Denn sie und ihr Team sind regelmäßig hier, suchen mit ihnen das Gespräch, checken, wie es ihnen geht. 10 Tagesdosen dürfen Personen besitzen, ohne Angst vor einer Strafverfolgung zu haben. So kommen die Streetworker mit den Konsumenten leichter in Kontakt. Sie verteilen sauberes Besteck, Zubehör für Pfeifen und Spritzen direkt vor Ort. Denkst du, das hilft dir? Sie helfen uns sehr. Sie helfen uns, unseren Ausweis wiederzubekommen. Den haben wir verloren. Sie helfen uns, wieder eine Person zu sein. Seit der Gesetzesänderung konzentriert sich die Polizei nicht mehr auf die Konsumenten, sondern auf die großen Drogenhändler. Für die Konsumenten wurden Präventionsmaßnahmen ausgebaut. Suchtprobleme werden auf sozialer Ebene behandelt. Alle Menschen verdienen es, mit Respekt behandelt zu werden. Und das sind Erwachsene. Sie wissen, was sie tun wollen, und wir sind nur hier, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wir sind nicht diejenigen, die vorschreiben, welche Ziele das sind. Sie wollen den Konsum sicherer machen. In den 90ern hatte Portugal ein massives Problem mit Heroin und dadurch mit Krankheiten wie HIV oder Hepatitis. Es gab viele Tote. In den ersten Jahren hat sich wirklich viel verändert, weil wir den Menschen geben konnten, was sie am dringendsten brauchten. Zum Beispiel Straßenteams, die mit ihnen eine Beziehung aufbauen und ihnen helfen, das Risiko des Drogenkonsums zu verringern, etwa beim Spritzen von Heroin. Es ging also vor allem um Aufklärung und soziale und gesundheitliche Fragen. So ist es uns gelungen, zum ersten Mal eine Verbindung wiederherzustellen zwischen den Menschen auf der Straße und den Strukturen der Gesellschaft. Andrea erzählt mir, dass seitdem die Zahl der Todesfälle und Krankheiten gesunken ist. Heute sitzen in Portugal auch sehr viel weniger Menschen wegen Drogendelikten im Gefängnis. Deutschland gehört europaweit zur Spitze.
Hinter diesem Wandloch hat sich eine Frau ihr Zuhause eingerichtet. Wir dürfen reinkommen, sie will aber nicht erkannt werden. Handschuhe und Kondome für Susanne. Susanne lebt hier mit ihrem Freund. Sie sind beide crackabhängig. Die Streetworker helfen mir sehr, vor allem wenn wir gesundheitliche Probleme haben. Auch mit Dokumenten, die wir brauchen, oder mit Lebensmitteln, wenn wir da nicht gut rankommen. Ihr kennt euch also schon länger? Seit dem Sommer. Die Möglichkeiten zu helfen sind für Andrea und ihr Team dennoch begrenzt. Ihnen geht die Gesetzgebung nicht weit genug. Sie fordern nicht nur eine Entkriminalisierung, sondern auch eine Legalisierung. Die Menschen werden so oder so konsumieren, so wie sie auch Alkohol oder andere legale Substanzen konsumieren. Aber bei Heroin und Kokain und anderen Drogen, die illegal sind, wissen wir nicht, was drin ist. Das macht es so gefährlich. Mit einer Legalisierung könnte man die Zahl der Todesfälle und Verbrechen wie Sklaverei, die mit dem illegalen Drogenhandel zusammenhängen, reduzieren. Und man könnte das Geld, das wir immer für die Drogenbekämpfung verwenden, für mehr Schadensbegrenzung oder Prävention einsetzen. Anstatt zu kämpfen, können wir also neue Antworten oder einen neuen Ansatz finden. Entkriminalisierung oder gar eine Legalisierung aller Drogen? Wäre das auch ein Modell für Deutschland? Der Hamburger Zoll stellt jedes Jahr Rekordmengen Kokain sicher. Alles ein Tropfen auf den heißen Stein? Dazu hat der Kriminologe Sebastian Scherer geforscht. Wie denkt er über die deutsche Drogenpolitik? Es gibt mehr Drogen als je zuvor in der Weltgeschichte, mehr Drogenkonsumenten als je zuvor. Die Drogen sind trotz der Repression nicht weniger, sondern mehr geworden. Trotz der Repression nicht teurer, sondern günstiger. Trotz der Repression ist der Wirkstoffgehalt nicht geringer geworden, sondern hat sich erhöht. Mit anderen Worten, in jedem einzelnen Kriterium ist genau das Gegenteil passiert von dem, was beabsichtigt gewesen war. Wie sehe denn eine Drogenpolitik aus, die wirklich auf unsere Gesundheit orientiert ist und die auch was bringen würde, sowohl finanziell als auch für die Gesundheit hier in Deutschland? Also auch die Gesundheitspolitik ist an die Verfassung gebunden. Und die Verfassung schreibt vor, dass die Würde des Menschen und die Freiheit des Menschen im Mittelpunkt steht. Und zur Würde des Menschen gehört, dass der Staat die Freiheit des Menschen respektiert. Der Konsum von Dingen, die möglicherweise riskant sind, sei das Zucker, sei das Butter, sei das sonst irgendwas, auch psychoaktive Substanzen, hat mit Strafrecht nichts zu tun. Das heißt, was schlägst du vor? Ja, die Legalisierung aller Drogen für den Freizeitgebrauch und gesundheitspolitische Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden, zur Minimierung von Risiken, so wie man das bei den normalen Lebensmitteln auch macht. Ich schlage vor, eine intensive Aufklärung, eine offene, ehrliche, humane Gesundheitspolitik, aber auf keinen Fall Strafrecht. Natürlich ist Heroin nicht gleich Zucker. Aber in den letzten 100 Jahren haben wir doch sehr ideologisch statt sachlich auf Drogen geschaut. Eins ist mir klar geworden. In der Drogenpolitik stand unsere Gesundheit nie an erster Stelle. Vor allem ging es um Machtpolitik. Aber Drogen pauschal zu verbieten, hat nie dazu geholfen, Menschen vom Konsum abzuhalten oder sie vor einer Sucht zu bewahren. Ich bin nicht dafür, dass man jetzt alle Drogen legalisiert. Aber der Besitz für den eigenen Konsum sollte nicht mehr strafbar sein. Stattdessen sollten wir in Aufklärung und Prävention investieren, um den Menschen wirklich zu helfen.